Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein armer Mann, der sich um seinen einzigen Sohn nicht mehr kümmern konnte. Der Sohn sagte: »Lieber Vater, es steht so schlecht um uns, dass ich eine Last für dich bin. Ich würde lieber gehen und einen Weg finden, meinen Lebensunterhalt zu verdienen.« Der Vater, voller Traurigkeit, gab ihm seinen Segen und verabschiedete sich. Zu dieser Zeit war der König eines mächtigen Königreichs im Krieg, und der junge Mann schloss sich der Armee des Königs an, um zu kämpfen. Als er dem Feind gegenüberstand, begann eine erbitterte Schlacht, und es herrschte große Gefahr. Die Kugeln prasselten nieder, und viele seiner Kameraden fielen. Als auch ihr Anführer getötet wurde, waren die verbleibenden Soldaten kurz davor zu fliehen. Doch der junge Mann trat vor, sprach mutig zu ihnen und rief: »Wir werden unser Heimatland nicht zerstören lassen.« Die anderen folgten ihm, und er führte sie zum Sieg über den Feind. Als der König erfuhr, dass er für den Sieg verantwortlich war, ehrte er ihn über alle anderen, gab ihm große Schätze und machte ihn zum ranghöchsten Mann im Königreich. Der König hatte eine wunderschöne Tochter, die jedoch auch sehr ungewöhnlich war. Sie hatte versprochen, niemanden zu heiraten, der nicht bereit war, mit ihr lebendig begraben zu werden, falls sie zuerst sterben sollte. »Wenn er mich wirklich liebt«, sagte sie, »was nützt ihm das Leben danach? Sie würde dasselbe tun. Wenn er zuerst sterben würde, würde sie mit ihm ins Grab gehen.« Dieses seltsame Versprechen schreckte alle Freier ab, doch der junge Mann war von ihrer Schönheit so fasziniert, dass es ihm egal war. Er bat ihren Vater um ihre Hand. »Weißt du aber, was du versprechen musst?« fragte der König. »Ich muss mit ihr begraben werden«, antwortete er. »Meine Liebe ist so groß, dass ich die Gefahr nicht scheue.« Der König stimmte zu, und sie feierten eine prächtige Hochzeit. Eine Zeit lang lebten sie glücklich zusammen. Doch dann wurde die junge Königin schwer krank, und kein Arzt konnte sie retten. Als sie tot dalag, erinnerte sich der junge König an sein Versprechen und hatte große Angst vor dem Gedanken, lebendig mit ihr begraben zu werden. Es gab keinen Ausweg. Der König hatte an allen Toren Wachen aufgestellt, sodass er seinem Schicksal nicht entkommen konnte. Als der Tag kam, sie zu beerdigen, wurde er mit ihr in die königliche Gruft hinuntergeführt, und die Tür wurde geschlossen und verriegelt. Neben dem Sarg stand ein Tisch mit 4 Kerzen, 4 Broten und 4 Flaschen Wein. Als dieses Essen aufgebraucht war, würde er verhungern. Er saß dort in Schmerz und Trauer, aß nur ein kleines Stück Brot und trank jeden Tag nur wenig Wein, während er wusste, dass der Tod näher kam. Während er dort saß, sah er eine Schlange aus einer Ecke der Gruft kriechen und sich auf den leblosen Körper zubewegen. Als er dachte, sie würde sie beißen, zog er sein Schwert und rief: »Solange ich lebe, wirst du sie nicht berühren.« Er zerteilte die Schlange in 3 Stücke. Nach einer Weile kam eine zweite Schlange heraus, und als sie die erste tot sah, zog sie sich zurück. Doch bald kam sie mit 3 grünen Blättern im Mund zurück. Die zweite Schlange setzte die Stücke wieder zusammen und legte ein Blatt auf jede Wunde. Plötzlich heilte die Schlange und kam wieder zu Leben, und beide Schlangen eilten gemeinsam davon. Die Blätter blieben auf dem Boden liegen, und der junge König fragte sich, ob diese magische Kraft auch einem Menschen helfen könnte. Er hob die Blätter auf und legte eines auf den Mund seiner toten Frau und die anderen beiden auf ihre Augen. Kaum hatte er dies getan, floss ihr Blut wieder und färbte ihr blasses Gesicht. Sie atmete, öffnete die Augen und sagte:
»O Gott, wo bin ich?« »Du bist bei mir, liebe Frau«, antwortete er und erklärte ihr alles, was passiert war und wie er sie zurück ins Leben geholt hatte. Er gab ihr etwas Wein und Brot, und als sie zu Kräften kam, gingen sie zur Tür und klopften, riefen laut, bis die Wachen sie hörten und dem König berichteten. Der König kam selbst hinunter, öffnete die Tür und fand sie beide lebendig und wohlauf, und sie freuten sich, dass all ihr Leid vorbei war. Der junge König nahm dann die 3 Schlangenblätter mit sich, gab sie einem Diener und sagte, »Sorge gut für diese und behalte sie immer bei dir. Wer weiß, wann sie wieder nützlich sein könnten.« Nach ihrer Wiederbelebung schien jedoch alle Liebe für ihren Ehemann aus dem Herzen der Königin verschwunden zu sein. Später, als der junge König über das Meer zu seinem Vater segeln wollte und sie ein Schiff bestiegen hatten, vergaß sie die große Liebe und Loyalität, die er ihr gezeigt hatte, die ihr das Leben gerettet hatte, und begann, böse Gefühle für den Schiffsführer zu entwickeln. Eine Nacht, während der junge König schlief, rief sie den Kapitän herein, packte ihren Ehemann am Kopf, und der Kapitän ergriff ihn an den Füßen. Gemeinsam warfen sie ihn ins Meer. Nachdem sie diesen schrecklichen Akt vollbracht hatten, sagte sie, »Jetzt lass uns nach Hause gehen und sagen, dass er unterwegs gestorben ist. Ich werde dich so sehr bei meinem Vater loben, dass er mich mit dir verheiraten und dich zu seinem Erben machen wird.« Doch ein treuer Diener, der alles gesehen hatte, was sie taten, unbemerkt von ihnen, löste ein kleines Boot vom Schiff, stieg ein, folgte seinem Meister und ließ die Verräter segeln. Er zog den Körper des jungen Königs aus dem Wasser und mit Hilfe der 3 Schlangenblätter, die er bei sich hatte, legte er sie auf die Augen und den Mund des Königs und brachte ihn dankbar zurück ins Leben. Sie ruderten Tag und Nacht mit all ihrer Kraft, und ihr kleines Boot bewegte sich so schnell, dass sie den alten König vor den anderen erreichten. Er war überrascht, sie allein ankommen zu sehen, und fragte, was geschehen sei. Als er von der Bosheit seiner Tochter erfuhr, sagte er, »Ich kann nicht glauben, dass sie so etwas Schreckliches getan hat, aber die Wahrheit wird bald ans Licht kommen.« Er befahl ihnen, sich in einem geheimen Raum zu verstecken und sich vor allen zu verbergen. Kurz darauf kam das große Schiff herein, und die betrügerische Frau trat besorgt vor ihren Vater. Er fragte, »Warum bist du allein zurück? Wo ist dein Ehemann?« »Oh, lieber Vater«, antwortete sie, »ich komme in großer Trauer zurück. Während der Reise wurde mein Ehemann plötzlich krank und starb, und wenn der gute Kapitän mir nicht geholfen hätte, wäre ich in Schwierigkeiten gewesen. Er war da, als er starb, und kann dir alles erzählen.« Der König sagte, »Ich werde die Toten zurück ins Leben holen«, und öffnete den geheimen Raum, rief die beiden heraus. Als die Frau ihren Ehemann lebendig sah, war sie schockiert und fiel auf die Knie und bat um Gnade. Der König erklärte, es gibt keine Gnade. Er war bereit, mit dir zu sterben und hat dich wieder ins Leben geholt, doch du hast ihn im Schlaf getötet. Du wirst die Strafe bekommen, die du verdienst. Dann wurden sie und ihr Komplize in ein Schiff voller Löcher gesetzt und auf das Meer hinausgeschickt, wo sie bald unter den Wellen sanken. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.